Als ich hier das erste Mal war an der Uni, also um mir sozusagen meinen Studiengang anzugucken, war ich hier in diesem Biotopgarten und habe gleich erstmal eine richtig tolle Person kennengelernt. Und es war so für mich von Anfang an so das Herz der Uni. Es gibt auf jeden Fall diese verschiedenen Spots auf dem Campus, so um die Mensa herum, um die Bibliothek herum, um diesen Garten. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich sehr oft einfach nur hergekommen bin und mich so gefühlt habe, ich gehe von dem einen Ort zum anderen Ort und werde die ganze Zeit aufgehalten mit Gesprächen. Aber das eigentlich das Schönste ist am Campus, weil du dadurch halt in den Diskurs gehst und dadurch halt anfängst, Themen, die du vielleicht im Seminar hattest, in der Vorlesung hattest, mit den Menschen zu besprechen und das dadurch wirklich tiefer sinkt, was du gelernt hast. Und ja, das ist so ein bisschen der Campus für mich, also dieser rege Austausch. Der Biotopgarten, das war mal der Exerzierplatz dieser Kaserne, die vorher die Leuphana war. Das ist die Ausgleichsfläche für den Hörsaalgang. Als der neu gebaut wurde, wurde das hier aufgebrochen. Ich bin so froh darüber, dass Menschen sich viele Gedanken darüber gemacht haben, wie sie diesen Garten hier gestalten. Denn das hier ist mal eine Ausgleichsfläche, die tatsächlich ökologisch wertvoll ist. Und nicht nur, es wird etwas versiegelt und dann werden irgendwo anders 3 Bäume gepflanzt, sondern hier wurde ein Ort geschaffen, den jetzt ganz viele Menschen genießen können und es ist ein außergewöhnlicher Garten geworden. Es gibt hier ganz viele unterschiedliche kleine Habitate für unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Von trockenen bis besonders feuchten Orten, Hänge, gerade Flächen, Steinmauer, Fallobstwiese. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, aber es ist hier wunderschön bunt. Man hört das Zirpen, Vogelgezwitscher. Es tut mir sehr gut, es ist ein wunderbarer Ausgleich zum Studium. Mich hat es automatisch hierher gezogen, weil es einfach so eine Oase ist und auch wenn man irgendwie viel gerade hat um die Ohren, immer Menschen, immer Input und so, dann ist es hier einfach super zum Runterkommen. Das ist einfach der beste SHK-Job, den man haben kann. Als wir hier eine Einführung bekommen haben, da wurde eben erzählt, dass wir da jetzt versuchen, eine neue Fläche, ähnlich einem Magerrasen, wie es zum Beispiel auch in der Heide vorkommt, zu kreieren. Und das finde ich schon total spannend. Vor 2 Jahren wurden Pflanzen hergebracht und da kommen jetzt die Samen durch und die Pflanzen, die genau dahin gehören. Das sind schon so Aspekte, wo ich merke, okay, das ist toll, einfach mal zu sehen oder von jemandem zu hören, der das auch macht und nicht nur die Theorie. Dieser Ort hier ist ein kleiner Biodiversitäts-Hotspot hier in Lüneburg. Und wenn man erstmal ein Auge dafür entwickelt hat, das ist einfach so genussvoll hier durchzugehen und es ist, alles lebt und ich bin so, ja, genau so soll es sein. Wir schauen auch, es gibt ein paar invasive Arten, wie zum Beispiel Jakobskreuzkraut. Das ist ziemlich giftig und das sollte hier an so einem öffentlichen Platz nicht sein. Leute pflücken sich daraus einen Blumenstrauß. Es sieht eigentlich ganz hübsch aus mit seiner gelben Blüte. Sowas nehmen wir raus. Ich habe halt viel kennengelernt in Bezug auf Permakulturgärten und halt Nutzgärten und dieser Garten ist auch ein Nutzgarten, aber vielleicht nicht immer nur für den Menschen, sondern auch für die Insekten. Gerade auch in der Arbeit hier im Biotopgarten lernt man dann auch noch mal mehr, was heißt es denn, wie viel greife ich denn überhaupt ein und was ist vielleicht noch mal anderes Gartenarbeiten, als was man so kennt mit Tomaten anpflanzen und so weiter.